Servus Leute, das ist ein Kia Baujahr 2011 und bei dem, wie ihr seht, funktioniert der Touchscreen nicht. Genauso wie beim Kia Optima oder den iX20, was ich schon bereits gemacht habe, ist bei dem Kia genau dasselbe. Beginnen wir mit dem Öffnen. Wenn ihr kein Spezialwerkzeug habt, dann könnt ihr ruhig so 2 Küchenmesser nehmen. Und das funktioniert auch recht gut und da bleiben auch keine Schäden. Dann hineingreifen mit der Hand und hochziehen. Wenn es einmal klack gemacht hat, ab da wird es dann eher einfach. Einmal muss es nur klacken. Da funktioniert das schon recht easy. Jetzt auf der oberen Seite müsst ihr das Ganze auch nach vor, also zu euch, genau so. Jetzt stecken wir einfach alle Stecker ab von der Frontblende. Die Knöpfe für diese Stecker sind auf der unteren Seite, die kann ich gerade nicht so zeigen. Die müsst ihr auf jeden Fall drücken, sonst geht das nicht drauf. Dieser Schlauch bitte nicht vergessen wieder reinzustecken. Der ist für diese für Temperatursensor. Jetzt die 4 Schrauben, oben 2, unten 2 öffnen. Jetzt einmal alle Stecker vom Autoradio auch abstecken. Das ist der USB-Stecker. Jetzt gehen wir mal rauf und beginnen mit dem Tausch. Das ist das neue Display, also das neue Touchscreen, was ich verbaue. Wir werden höchstwahrscheinlich auch so eine Verlängerung benötigen. Jetzt einfach die 4 Schrauben jeweils pro Seite öffnen, um diese Rahmenhalter raus abzubauen. So, oberhalb sind 2 und auf der Seite, also vom Rücken hinten, sind noch 2 Schrauben. Jetzt öffnen wir den CD-Player, nehmen wir den raus. Das sind auch 4 Schrauben. Der Stecker wird nur reingesteckt, also wird nicht geklippt, einfach rausstecken und genauso wieder anstecken. Den Rahmen, den müsst ihr normalerweise nicht abschrauben, also der kann ja ruhig bleiben.
Dieser Stecker, der wird geklipst, dann müsst ihr das heben, am besten mit dem Finger, damit ihr nichts verletzt. Genau, so einfach anheben, dann könnt ihr den abstecken. Das war ein bisschen zu viel, nur der linke Stecker hätte schon vollkommen ausgereicht, der rechte, der war nicht notwendig. Jetzt kommen die Seitenschrauben alle ab, die unter der Abdeckung waren. Jetzt einfach mit diesen Sicherungsclips zu euch rausziehen und das Display bewegt sich schon nach außen. So, und hier kommen wir eigentlich zum kniffligsten Verbindungsstück, dieses breite Kabel. Es ist wirklich schwierig zum Hineingreifen. Mit einem dünnen Schraubenzieher könnt ihr dann diese Verriegelung zu euch ziehen, indem ihr einfach mit dem Schraubenzieher in diesen Schlitz zwischen Verriegelung und Stecker hinein. Und dann, wenn die offen ist, geht dann das Kabel problemlos raus. So, das ist jetzt nun mal das Displayteil. Dazu müssen wir einige Schrauben öffnen. Wenn diese weg sind, das ist hier geklipst. Also der Metallrahmen am Plastikgehäuse ist geklipst. Diese zwei Schrauben müssen auch noch abgebaut werden. Jetzt kommt dann das Gehäuse heraus. Dieser Metallrahmen. Jetzt durch die 4 Schrauben wird auch dieser Rahmen abgenommen. Achtet darauf, wo die Kabel verlaufen. Diese Clips bei den 2 Kabeln abheben. Dann könnt ihr auch diese mit leichtem Anheben und dann zu ausziehen. Dann bekommt ihr diese Stecker auch raus. Jetzt von unten mit den Fingern nach oben das Display hinausschieben und da habt ihr jetzt einmal das Display samt Platine und das Touchscreen drauf gepickt. Dieses Kabel verbindet den Touchscreen mit der Platine. Dazu müsst ihr auch mit dem Finger dieses braune Stück nach außen aus dem Stecker hinausziehen und dann wird dieses Kabel auch frei. Jetzt mit dem Cuttermesser ganz vorsichtig hineinfahren. Da könnt ihr nicht wirklich viel kaputt machen, weil eben oberhalb ist das Glas, was defekt ist, und unterhalb ist es ein Metallrahmen. Also wenn ihr nicht zu weit hineinfährt, sondern nur wo die Klebestreifen sich befinden, könnt ihr ruhig mit dem Messer das Ganze jetzt anschneiden, um das Display dann hinaus zu befreien. Nicht hudeln, nehmt euch ruhig Zeit dafür. Je genauer, umso weniger Arbeit habt ihr danach. So, und da habt ihr das schon in der Hand. Jetzt nur die Klebereste vom Metallrahmen befreien. Wenn ihr ganz vorsichtig und langsam zieht, dann kommt der Kleber auch mit ab und dann müsst ihr nicht rubbeln.
mm hoch. Ich habe da eben ein weißes und ziemlich dünnes. Ist nicht so vorteilhaft beim eben Wiederausbau, weil da kommt ihr mit dem Messer nicht einmal schön hin. Da müsst ihr wahrscheinlich etwas mit dem Föhn anwärmen, damit sich der Kleber eben abbiegt. Aber ich habe jetzt schon beim Kia den Bildschirm eingebaut und der hält schon mittlerweile fast 1,5 Jahre. Jetzt die Folien vom Touchscreen abnehmen. Auf der anderen Seite ist auch eine Folie, die müsst ihr dann auch abnehmen, dann nachher. Und jetzt bitte darauf achten, bei meinem Touchscreen ist es so, dass die linke Seite etwas mehr mit Kabelsträngen belegt ist als wie die rechte. Versucht dieses genau mittig hineinzustellen. Also was ihr jetzt gerade seht, ist, dass die dicke Seite, bitte dies so weit wie möglich eben zum Rahmen anschließen, sonst müsst ihr auch so einen schwarzen Strich machen, weil sonst würdet ihr zu sehr diesen weißen Strich sehen. Und ich habe wirklich sehr lange Touchscreens gesucht, bis ich einigermaßen passende gefunden habe. Doch hundertprozentig 1:1 mit dem Original Touchscreen sind sie nicht. Aber was Besseres habe ich bis jetzt in den halben Jahr oder ein Jahr, was ich schon gesucht habe, nichts gefunden. So, jetzt stecke ich mit dem blauen nach außen, dass ihr das seht, hineinstecken und dann mit dem braunen Sicherungsverschluss eben arretieren, indem man das Ganze zum weißen Plastik bewegt. Es macht Klick und dann ist es fest. Und jetzt der bereits umgebaute und veränderte Stecker abdecken, damit er nicht auf andere elektronischen Teilen irgendwie da ankommt, damit keine Störungen verursacht werden. Jetzt die beiden Stecker links und rechts anhängen und anklipsen. Jetzt dieser Rahmen drauf. Achten, dass die Kabel durch diesen Schlitz durchgeschoben werden. Die 4 Schrauben anschrauben und dann der größere Rahmen, da auch darauf achten, wo die Kabel hingehören und auch verschrauben. Die 2 Schrauben gehören hier hinein, also die schwarzen Schrauben. Jetzt kommt der kniffligste Part. Da, wenn ihr das zum ersten Mal macht, dann werdet ihr schon einige Versuche brauchen, bis das einmal richtig schön hineinkommt. Am besten für diese Aufgabe eine dritte oder vierte Hand. Jemand, der euch hilft, den Radio zu halten. Es ist wirklich, da bewegt sich alles und da kommt man nicht hin, und ich mit meinen dicken Fingern, da komme ich richtig schwer rein, um das Ganze zu erledigen. Und jetzt das Display eben am Radio anheben
Das irritiert da mit diesen zwei Clips und jetzt alle Schrauben anschrauben. Jetzt hier noch diesen Stecker hineingeben und dann den Clips, diesen Clip eben irritieren mit dem. Jetzt schrauben wir die CD-Einheit wieder drauf. Der Stecker gehört nur hineingeschoben, da ist nichts zum Irritieren. So, und wenn die Löcher dann übereinander stimmen, dann könnt ihr schon wieder anschrauben. Nur die äußeren Schrauben lässt ihr eben für den Deckel über. Jetzt noch diese 4 Schrauben anschrauben und wir können dann mit den Rahmenhalterungen beginnen auf den Seiten. Da sieht man, dass der originale Touchscreen noch verdunkelt ist und den, was ich verbaue, eben nicht. Ja, und jetzt können wir schon zum Auto gehen. Stecken wir jetzt alle Stecker wieder zurück einmal an ihre Position. Verdrehen könnt ihr nichts, weil die alle nur in einen bestimmten Platz hineinkommen. So, wichtig ist, dass da unten, da ist so ein Metallrahmen, so ein Stift, und darunter muss auch der Radio hineinfahren, sonst habt ihr dann Probleme, das reinzubekommen. Und jetzt die 4 großen schwarzen Schrauben anschrauben. Jetzt testen wir das einmal, ob das funktioniert. Dabei sieht das gut aus. Wenn wir ins Audio gehen, da können wir das ganze Display durchdrücken.
funktioniert alles. Rechts ist rechts, links ist links, oben ist oben und unten ist auch unten. Kann auch verkehrt sein. Also habe ich das richtig verkabelt. Jetzt noch die Blende mit eben die Klimastecker und so weiter. Diesen schwarzen Schlauch nicht vergessen reinzustecken. Der ist wichtig. Und jetzt einfach alle Stecker zurück in ihre Position. Da kann man auch nichts verwechseln, da die Stecker immer nur auf einem Steckplatz passen. So, das ist das obere Display, was man da anstecken. War natürlich nicht besonders vorteilhaft, dass das Auto gelaufen ist, wo ich alles angesteckt habe, aber passiert ist nichts. Bitte tut den Zündschlüssel abdrehen, damit eben sicherheitshalber, damit eben noch weniger passieren kann. So Leute, wir sind mit dem Video fertig. Ich hoffe, das ist euch eine Hilfe. Wenn ihr Fragen habt, fragt ruhig und bis zum nächsten Video. Papa!